Willkommen auf Medieval Art Stories. Bevor wir uns der Pflanzenwelt im Mittelalter zuwenden, möchte ich Sie bitten, hier das kleine Quiz zu machen, und zwar zu identifizieren, wie viele Logos und Pflanzenarten Sie erkennen können. Sie haben 1 Minute. Bitte drücken Sie jetzt auf Pause, um das Quiz zu machen. Wenn Sie 8 bis 10 Logos haben identifizieren können und 2 bis 3 Blätterarten, dann liegen Sie gut im Durchschnitt. Das Fazit ist, dass in der heutigen Gesellschaft pflanzenkundliche Kenntnisse immer weiter verloren gehen. Wie war das Naturverständnis im Mittelalter? Was kann uns die mittelalterliche Buchkunst über die Pflanzenwelt, die Pflanzen an sich, ihren Symbolgehalt, das Selbst-, Welt- und Gottesverständnis der Menschen der damaligen Zeit vermitteln? Finden Sie es mit uns auf Medieval Art Stories heraus, und zwar am Beispiel der Blume der Lilie und des Bildes des Gartens. Verehrte Zuschauer, wir, die wir in der Moderne leben, wähnen uns immer implizit auf einer höheren Entwicklungsstufe als vorherige Generationen. Dies kann sicherlich dem technologischen Fortschritt zugeschrieben werden, der uns heutzutage einen Lebensstandard ermöglicht, der früher nicht so möglich war. Farbfernsehen, Luftfahrt, Handys, Autos, aber auch die kulturellen Errungenschaften gegenüber der mittelalterlichen Zeit, also Emanzipation, Frauenwahlrecht, demokratische Gesellschaftsformen, all das hat es im Mittelalter nicht so gegeben. Also Dinge, die nicht so vorhanden waren. Insofern erscheint uns eben das Vergangene vielfach als defizitär. Wir sind also fortgeschritten im Vergleich zu anderen Generationen, oder nicht? Was können wir vom Mittelalter lernen, abgesehen von der Kunst- und Literaturgeschichte, christlich-ikonischer Historik und der weltlichen Geschichtsschreibung? Ich möchte argumentieren, dass wir etwas im Fortschreiten, wir sind fortgeschritten, verloren haben. Und das möchten wir Ihnen ja auch mit den Medieval Art Stories vermitteln, dass nicht alles Alte antiquiert ist, sondern dass es uns rückbesinnt eben auf die vergangene Menschheitsgeschichte und ermöglicht, die Gegenwart in einem anderen Licht und in einem anderen Bewusstsein zu erleben. Das zentrale Weltbild des Mittelalters war bestimmt von der Einheit von Makrokosmos und Mikrokosmos, also Universum und Mensch. Eines der schönsten Beispiele ist sicherlich dieses Kalenderblatt aus dem Werk der Très Riche Heures, der Limburg-Brüder, eines der schönsten Werke des 15. Jahrhunderts. Wagen formuliert es so: Le Roi des Manuscrits enluminés, also eigentlich die Königin unter den Handschriften. Wir sehen hier das Kalenderblatt des Junis, und was so bedeutsam ist an diesem Kalenderblatt. Kalenderblätter sind meistens, in den meisten Handschriften stehen sie am Anfang und reflektieren eben die Einbindung des Menschen in das Religiöse und das Naturgeschehen. Und hier sehen wir die Menschen in einer perfekten Union, ne? Der Mensch und die Natur in einer perfekten Einheit, in einer unglaublichen Schönheit. Ein weiteres Beispiel haben wir hier im Werk von dem Stundenbuch van Dams. Und zwar sehen wir hier Maria mit dem Christuskind und auch wieder mit Einrahmungen von Pflanzen, Blumen, und wirklich beeindruckend ist die fast naturgetreue Abbildung dieser Blumen. Man kann annehmen, da in den meisten Werken der mittelalterlichen Buchkunst diese
Einrahmungen mit Pflanzen und Blumen vorgenommen wurden, dass es ein Usus der Dekoration war. Gleichzeitig, wenn man bedenkt, dass der Mensch sich aber als eins begriffen hat mit der Natur, kann man auch diese Abbildung anders deuten, nämlich eben, dass es reflektierte, dass Mensch und Natur eins waren. Vor allem, wenn ich zitiere, man bedenkt, dass die Natura als Sprache Gottes galt, die der Mensch zu entschlüsseln hat. So gewinnen die Abbildungen der Blumen in der mittelalterlichen Buchkunst noch anderen Charakter. Bedenken wir auch, dass der Großteil der mittelalterlichen Handschriften religiösen Charakter hatte und dass man wirklich sagen kann, die Natur als Sprache Gottes. Da stehen wir, die wir vielleicht 2 bis 3 Blätterarten identifizieren können, nicht so gut da. Im Mittelalter herrschte die Vorstellung, dass man in der Natur zu lesen vermag wie in einem Buch. Eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Mittelalters als Repräsentantin dieser Philosophie war sicherlich Hildegard von Bingen. Hier gibt es noch ganz viele Überlieferungen, die auch heute in der Heilpraxis Anwendung finden. Und zwar von den Beschreibungen und den Heilkräften, die den Pflanzen zugeschrieben wurden. Dabei muss gesagt werden, dass Hildegard von Bingen sich dabei auch schon auf die Überlieferungen aus der griechischen und römischen Antike stützte. Also ging es darum, die Natur zu betrachten und zu deuten. Dabei wurden die Heilkräfte der Pflanzen immer als göttlich verstanden, die rückwirken konnten auf die menschliche Natur. Nehmen wir für unsere Betrachtung die Blume der Lilie. Die Lilie überwindet die Gegensätze, und zwar auch wieder ausgehend von der Betrachtung. Es gibt also die gestauchte Lilienzwiebel in der Erde, die dann sich auflöst durch den Stängel und die Blüte, die der Sonne zugewendet ist. Das heißt, der Lilie wurde zugeschrieben, dass sie Verspannungen lösen kann im physischen und emotionalen Bereich. Hildegard von Bingen sagte ebenfalls, dass man Lilienessenzen bei Hautausschlägen verwenden konnte. Und liebe Zuschauer, das ist so auch in die heutige hochwertige Naturkosmetik eingegangen. Die Handreichung zur Naturbetrachtung im Mittelalter wäre also Betrachtung, Bedeutung und eben Heilkräfte oder die Gesetzmäßigkeiten, die den Pflanzen zugrunde liegen. Wir denken vielleicht mitunter, dass eine solche Art der Naturbetrachtung nicht mehr aktuell ist. Aber da möchte ich gerne einen Abstecher zu Leonardo da Vinci machen, der an einem Tag, vielleicht nach dem Gesang eines Vogels, in sein Skizzenbuch notierte, die Sprache des Eichelheers beschreiben. Leonardo da Vinci, verehrte Zuschauer, Maler, Genius, aber unbedingt auch Wissenschaftler, führte immer Skizzenbücher, die uns heute noch erhalten sind, mit sich, um natürliche Phänomene zu skizzieren, zu dokumentieren, um dahinter die Gesetzmäßigkeiten für die Mechanik, die Physik zu analysieren. Und der heutige Blick geht eben nicht mehr, wie wir anfangs mit dem Blättertest festgestellt haben, zur Natur oder nur sehr beschränkt. Wo sich der mittelalterliche Mensch als nicht losgelöst von der Natur, dem Kosmos, dem natürlichen Geschehen verstand, empfindet sich jetzt der moderne Mensch nicht mehr in dem Sinne als Teil der Natur. Der Blick geht dahin, wo man aufgrund des technologischen Fortschritts, Medien, Reisen, das Paradies vermutet. Schließen möchte ich mit einem längeren Zitat von Fernando Caruncho, einer der renommiertesten Gartenarchitekten der heutigen Zeit,
mit einem Appell, die beseelten Gärten wieder aufzusuchen und zu versuchen, eben diese Verbindung von innerer und äußerer Natur wiederherzustellen. Der Mensch in der Antike verstand sich selbst als Teil der Schöpfung, so wie ein Baum, ein Fluss, ein Stein, und dass sein Leben von den natürlichen Gesetzen bestimmt war. Um Goethe zu paraphrasieren, der griechische Mensch musste nie natürlich sein. Er war bereits schon immer Teil der Natur. Was gerade das Gegenteil dessen ist, in was sich der Mensch heutzutage verwandelt hat. Geistig und spirituell müssen wir diesen Weg zurückgehen, um wieder zum Wendepunkt zu gelangen.